Jetzt ist es schon Anfang August und ich kann langsam anfangen zu ernten. Die Tomaten sehen schon richtig gut aus und die will ich mir heute auch ein paar in den Salat schnippeln. Ja, ja, da war meine Tomatenwelt noch in Ordnung und ich war der Meinung, das geht jetzt so weiter, bis es einfach zu kalt ist. Da unten liegt ein Andendorn und ich hoffe nicht, dass die Mäuse so wie letztes Jahr wieder dran waren. Jetzt muss ich erst mal sehen, wie ich da rankomme. Teilweise waren die Blätter schon gelb, aber eben nicht dunkelbraun. Unversehrt und wunderschön. Oh, was habe ich denn hier noch? Die wilde Luise. Die gelbe Tomate ist die wilde Luise. Das ist unsere Kolonietomate. Das heißt, die ist hier gezüchtet worden. Und ja, ich leg los. Also man könnte meinen, gelb ist bei mir hier die vorwiegende Tomatenfarbe. Die lassen sich schon richtig gut abmachen, deswegen weiß man auch, dass die reif sind. So, hier habe ich eine russische Reisetomate. Ich will mal sehen, ob ich die abkriege, aber die ist so dicht am... Doch. Die soll man einzeln abreißen können und essen können und der Rest verschließt sich dann. Probieren wir doch mal. Ach, guck mal. Wie in so einer Traube. Wie so eine Weintraube. Ja, die kann man in kleinen Stückchen genießen. Koste ich mal. Also schmeckt gut. Aber ist so sehr, wie sagt man dazu? So sämig, so. Ja, ihr hört ja schon, Thomas schmatzt sich ja schon ein. Ja, ist in Ordnung. Und auch hier hatte ich noch gedacht, die Tomaten sind einfach zu dick und zu schwer für die Stängel, an denen sie sich gebildet hatten. Tomaten sind gegen Knicke und Abknipsen eigentlich resistent. Also habe ich mir gedacht, ich verbinde den Bruch einfach und alles wird wieder gut. Leider war das nicht der Fall. Obwohl meine Tomaten luftig und sonnig stehen, hat das erste Mal bei mir die Braunfäule zugeschlagen. Die Kraut- und Braunfäule ist ein Pilz, der sowohl Tomaten als auch Kartoffeln befällt. Meist ist die Saatkartoffel der Bösewicht, in der die Pilze überwintern. Der Pilz breitet sich über Wind- oder Regentropfen aus. Deshalb sollte man Kartoffeln und Tomaten so weit wie möglich auseinanderpflanzen, was in einem Kleingarten nicht so einfach ist. Erst bilden sich dunkle, bräunliche Flecken, bis der ganze Trieb und die Früchte erfasst sind. Die befallenen Teile der Pflanze sollten so früh wie möglich abgeschnitten werden. Bezüglich der Entsorgung der Pflanzenreste gehen die Meinungen auseinander. Wir haben sie nicht auf den Kompost geschmissen, sondern im Hausmüll entsorgt. Somit bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass das nächste Gartenjahr besser wird.